Hallo, hier spricht der Bernd. Ich wohne in Sachsen in Germany. Ich bin durch einen guten Freund auf dieses Medbed, auf diese Version aufmerksam gemacht worden. Vor circa einer Woche habe ich mich dann sofort über den Link angemeldet und habe das Video angeschaut oder die Videos angeschaut, die angeboten worden sind, habe dann ein Passwort vergeben, um immer wieder in den geschützten Bereich zu kommen, und habe dann ein Foto von meinem Bett über den vorgegebenen Upload-Link Plus stand dort, bin ich auf das Zeichen gegangen, angeklickt und es wurde dann 100% hochgeladen. Damit konnte ich eigentlich mit den 8-Stunden-Test schon beginnen. Ich habe aber dann 1,5 Tage gewartet, um mich vorher einer körperlichen Belastung zu unterziehen. Ich habe Holzspalten in meinen Garten gemacht. Das geht ja aufs Kreuz, das geht auf die Schultern, auf die Arme und so weiter. Da ist man ja hinterher wirklich kaputt. Um die Auswirkungen eben auf Rücken und meine vorhandenen Schulterprobleme. Ich habe also Kalkschulter links und rechts. Ich habe also früher als Leichtathlet sehr viel Speer geworfen und habe auch Bankdruck sehr viel gemacht. Und da ist halt diese Kalkschulter entstanden. Ich habe mich dann ins Bett gelegt, um den 8-Stunden-Test mit Ansage von 90/10 Medbed auch zu starten. Nach ca. 5 Minuten habe ich dann gesagt, scan mich. Ich habe dann gewartet, was so auf mich einwirken würde. Ich sage mal, einwirken würde. Ich habe also eine sogenannte Quantenenergieblase, habe ich natürlich nicht bemerkt. Was ich so bemerkt habe, war in dieser Ruhestellung, dass mein Körper wirklich immer wärmer wurde. Ich habe dann auch die einzelnen Schwachstellen, die ich so im Laufe meines Sportlerlebens und meines Lebens überhaupt sich angereichert hat, habe ich dann auch angesprochen, also die Schmerzzonen, zum Beispiel eben linke und rechte Schulter, und habe dann auch auf mein vernarbtes Trommelfell aufmerksam gemacht, weil die Hörfähigkeit dort natürlich auch ein bisschen schlechter geworden ist. Ich habe dann auch die wahrscheinlich beginnende Prostatavergrößerung eingebracht, auch zum Beispiel Veränderung Fußnägel, das heißt also Nagelpilz und so weiter, dann auch Sodbrennen, auch häufiges Räuspern, was eigentlich auch unangenehm ist und so weiter. Also eine ganze Menge von Abnormalitäten, die ich eben gerne vermieden hätte, und habe aber natürlich die psychischen Aufreger, die ich durch die gesellschaftspolitischen und, sagen wir mal, geopolitischen Veränderungen hier so auftreten. Das bedeutet, dass ich also zum Beispiel von den Nachrichten und so weiter, was in den Mitteilungen, Pressemitteilungen gebracht wird, glaube ich unserer Regierung kaum noch ein Wort, weil alles widersprüchlich ist, und auch die Veränderungen, die eben angezeigt werden, die also keine Hilfe für den Normalbürger darstellen. Ebenso kann ich die Migranten, die bei uns so um Asyl bitten, auch nicht verstehen, weil sie wirklich auf der einen Seite faul sind, beziehungsweise ihre
alte Kultur weiterleben, sich also nicht an unsere Kultur anpassen. Ich weiß, von was ich rede. Ich war viele Jahre Bildungsmanager, habe mit vielen Unternehmen und Geschäftsführern gesprochen, die nur die Hände heben und sagen, bei mir kommt kein Migrant mehr rein. Ich habe nur schlechte Erfahrungen damit. Und am Ende plündern sie noch unsere Sozialsysteme, bringen ihre Familien, ziehen die noch nach. Dafür müssen wir auch noch bezahlen von unseren Steuergeldern. Und das bringt mich von Tag zu Tag immer mehr. Aber das wäre die eine Sache. Die andere Sache wäre die kurze Auswertung. Ich habe dann also in meinem Bett circa 4 Stunden ruhig gelegen, habe dann auch eine verstärkte Wärme in meinen beiden Schultergelenken vor allen Dingen verspürt, aber dies ging dann über, muss ich so sagen, in einen starken, lummernden Schmerz. Ich habe es ertragen, weil nach einer Anwendung von diesem Quantensystem diese Schulterprobleme sich natürlich nicht sofort verändern. Deshalb rate ich jeden Anwender dieses virtuellen Medbettes, dass er sich als Proband für Forschungszwecke bewirbt, was ich auch hiermit tue, um nach mehreren Anwendungen Erfolge bzw. größere Teilerfolge zu erzielen und auch anderen Menschen oder auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Will man aber den Aufwand eines verpflichtenden Videos, was man ja dann pro Woche hochladen müsste, vermeiden, kann man natürlich die Software auch kaufen. Das ist alles angeführt, auch die Preise und so weiter. Und das sollte man sich dann schon überlegen, ob man mehr individuell dann auf seine Bedürfnisse hin, weil die treten ja immer wieder auf und immer weiter, wenn man noch ein paar Jahre lebt, denke ich. Und dann wäre das käufliche Erwerben, was ich dann sicher auch anstrebe, erstrebenswerter. Als letzte Einschätzung nur so viel, ich muss sagen, 2 Tage nach der Holzspalterei ging es mir eigentlich körperlich gut. Man müsste ja eigentlich kaputt sein. Nee, hätte ich nie gedacht. Ich war viele Jahre Trainer und weiß, wenn man viel trainiert, 3-mal am Tag, was den nächsten Tag und übernächsten Tag so mit seinem Körper ist. Da schleicht man dahin wie ein alter Kreis. Aber nicht. Ich habe eigentlich nichts gemerkt. Und vor allen Dingen in meiner rechten Schulter, meine Problemschulter, die hat sich, Schmerz auch noch da und so weiter bei einigen Bewegungen, aber die hat sich eigentlich besser angefühlt als vorher. Also ich denke, dass diese Quantenenergie, diese Energieblase schon mein Immunsystem unterstützt hat. Ich muss das einfach so sagen. Also ich bin total irre, begeistert, dass man sowas entwickelt hat. Und deshalb bewerbe ich mich, und ich werde das auch, und das habe ich glaube ich schon gemacht, ein bisschen voreilig, aber jetzt kommt ja auch noch das Video als Einschätzung, dass ich mich als Proband für die Forschungsgruppe bewerbe, weil ich denke, dass man mehrere Meditationen hier machen muss, um zu Erfolgen oder Teilerfolgen zumindest zu kommen, um dann auch gesicherter den anderen Menschen im Umfeld das nahe zu bringen und sie auch zu animieren, das anzuwenden. Also nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dort das ausprobieren durfte und tschüss, bis bald, Ihr Member Bernd. Ciao.